Hallo, Freunde der Lichttechnik. Ich bin der Jens Peter und wir werfen nun einen ersten Blick auf Q-Lists. Die Begriffe Q und Q-List, die sind ja nun schon ein paar Mal gefallen. Wir haben aber noch nicht geklärt, was diese eigentlich bedeuten. Qs oder zu Deutsch Szenen sind Speicher für Lichtstimmungen. Im Gegensatz zu Live in der Stage View eingestellten Lichtstimmungen, die dann automatisch im Programmer hinterlegt werden, sind solche in Qs gespeicherten Lichtstimmungen permanent gespeichert. Das heißt, auch ein Klick auf den Clear-Button löscht diese nicht. Qs werden in Q-Lists gespeichert oder zu Deutsch Szenenlisten. Das heißt, Q-Lists können ein oder mehrere Qs enthalten und legen damit den zeitlichen Ablauf verschiedener Lichtstimmungen fest. Q-Lists werden im Projekt Explorer verwaltet. Hier links im Baum gibt es den Eintrag Q-Lists und dort werden rechts sämtliche im Projekt gespeicherten Q-Lists aufgeführt. Wie ihr seht, habe ich bereits eine vorbereitet und mit einem Doppelklick öffnet sich diese. Dabei öffnet sich der Q-List Editor. Dieser besitzt ein Menüband mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, auf die wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen werden. Im unteren Teil besitzt der Editor eine Ansicht aller Qs, die sich in dieser Q-List befinden. Und jetzt starten wir doch einfach mal die Q-List und schauen, was diese macht. Dazu öffnen wir wieder die Stage View und klicken auf den Go-Button im Q-List-Editor. Wie wir sehen, werden jetzt der Reihe nach hier 2 Qs ausgeführt. Und in der Stage View sehen wir, dass sich nun eine Lichtstimmung eingestellt hat. Die Q-List wartet nun, weil wir hier einen Manual Trigger haben. Und sie wartet so lange, bis wir wieder auf Go klicken. Mit der Pause-Funktion können wir die Ausführung der Q-List pausieren. Und zwar sowohl das Einblenden von Qs als auch das Warten auf nachfolgende Qs können wir damit pausieren. Mit einem Klick auf Go führen wir die Ausführung fort. Wir können am Ende oder auch zwischendurch die Q-List beenden. Das geht einfach mit dem Stop-Button. Dann wird die Q-List freigegeben, das heißt, sie wird langsam ausgeblendet und am Schluss ausgeschaltet. Nun gibt es unterschiedliche Modi, in denen eine Q-List ausgeführt werden kann. Diese Modi können über den Mode Selector ausgewählt werden. Wir befinden uns gerade im Once Mode, das heißt, die komplette Q-List wird von oben nach unten einmal ausgeführt. Und am Ende wartet die Q-List so lange, bis wir sie beenden. Mit dem Loop Mode wird die Q-List in einen Endlosmodus versetzt. Das heißt, auf die letzte Q folgt wieder die erste. Der Bounce Mode ist ähnlich wie der Loop Mode, nur dass die Q-List dann am Ende in umgekehrter Reihenfolge wieder nach oben durchwandert wird. Und das hin und her. Der Random Mode wählt zufällig eine Q aus, die als nächstes ausgeführt werden soll. Nun schauen wir uns doch einfach mal den Loop Mode an. Wir starten die Q-List wieder und sehen, sie wird der Reihe nach ausgeführt. Wir müssen wieder weiterschalten, weil sie am Manual-Punkt wartet. Und wenn sie am Ende angekommen ist, sehen wir gleich, dass nun wieder die erste Q ausgewählt ist. Mit einem weiteren Klick auf Go können wir diesen wieder ausführen. Und wir sehen, nun ist sie im Kreis gelaufen. Der Q-List-Editor besitzt hier im hinteren Teil noch 3 weitere Einstellungsmöglichkeiten. Intensity, Fade Factor und Speed Factor. Mit dem Intensity-Wert wird die Helligkeit oder die Ausgabestärke der Q-List eingestellt. Das heißt, wenn ich den Intensity Factor reduziere, dann sehen wir in der Stage View, dass die Ausgabe dunkler wird. Mit dem Fade Factor kann die Geschwindigkeit der Fades eingestellt werden. Reduzieren wir den Fade Factor zum Beispiel auf etwa 50%, können wir die Q-List weiter ausführen, doch wir sehen, sie läuft nun deutlich langsamer ab. Erhöhen wir den Fade Factor wieder und sogar
über 100% sehen wir, dass die nun deutlich schneller ausgeführt wird. Mit einem doppelten Rechtsklick setzen wir den Fade Factor wieder auf 100%. Der Speed Factor wiederum bestimmt die Ausführungsgeschwindigkeit der Effekte in den Cues. Das heißt, wenn wir hier den Speed Factor erhöhen, sehen wir, dass die Effekte in der Cue-List nun deutlich schneller ablaufen. Auch hier können wir mit einem doppelten Rechtsklick den Speed Factor wieder auf 100% setzen. Nun haben wir die allgemeinen Einstellungsmöglichkeiten und Steuerungsmöglichkeiten des Cue-List-Editors kennengelernt. Wie man jetzt neue Cues einer Cue-Liste hinzufügt, das werden wir uns im nächsten Video anschauen.